Hast du gewusst, dass ein paar Tropfen Essig im Bügelwasser gleich 2 Probleme lösen können? Deine Wäsche wird glatter und gleichzeitig wird das Bügeleisen entkalkt? Klingt fast unglaublich, oder? Genau solche kleinen, genialen Tricks kannten schon unsere Großmütter. Heute nehme ich dich mit auf eine kleine Zeitreise. Wir entdecken gemeinsam einfache, fast vergessene Haushaltstricks, die dir helfen, den Alltag natürlicher und leichter zu gestalten. Mach es dir gemütlich, vielleicht mit einer Tasse Tee, und stell dir vor, wir stehen gemeinsam in Omas Küche. Ein Raum voller Düfte, Geschichten und kleiner Geheimnisse. Lass uns mit dem Essig beginnen. Unsere Großmütter haben oft ein wenig weißen Essig ins Bügelwasser gegeben. Warum? Essig löst Kalk im Wasser, verhindert Ablagerungen und sorgt dafür, dass die Wäsche glatter wird. Gleichzeitig reinigt er das Bügeleisen von innen. Probier es selbst. Wenn du hartnäckige Falten hast, befeuchte ein Tuch mit Essigwasser, leg es über die Stelle und geh mit dem heißen Bügeleisen darüber. Die Falte verschwindet fast wie von selbst. Und sag mal, wusstest du, dass du damit auch die Lebensdauer deines Bügeleisens verlängerst? Ein einfacher Trick, der dir vielleicht sogar Geld spart. Von der Wäsche wandern wir jetzt zum Vorratsschrank. Omas Regale rochen immer nach Gewürzen und oft lagen zwischen Mehl und Reis ein paar Lorbeerblätter. Das war kein Zufall. Die ätherischen Öle des Lorbeers vertreiben Motten und verhindern, dass sich Würmer bilden. Alles, was du tun musst: ein paar Blätter in die Vorratsgläser geben oder locker zwischen die Regalbretter legen. So bleiben Lebensmittel länger frisch. Frag dich einmal selbst: Würdest du lieber teure Mottenfallen kaufen oder den Duft von Lorbeer genießen, der ganz nebenbei schützt? Nach dem Kochen oder Duschen war der Spiegel oft beschlagen. Ein kleiner Kniff: Oma hat Zahnpasta genommen, eine dünne Schicht auf den Spiegel gerieben und wieder abpoliert. Das sorgt dafür, dass der Spiegel nicht so schnell beschlägt. Hack für heute: Dieser Trick funktioniert auch auf Brillengläsern oder Schwimmbrillen. Klingt verrückt, oder? Aber probier es ruhig aus, du wirst den Unterschied sofort merken. Und jetzt stell dir vor, du kochst Kartoffeln. Früher wurde das Kochwasser nie einfach weggekippt. Nein, darin hat man angelaufenes Silberbesteck eingelegt. Die Stärke im Wasser löst den dunklen Belag und das Besteck glänzt wieder fast wie neu. Alltagstipp: Einfach 1 Stunde einlegen, abspülen, trocknen, fertig. Ein zweifacher Nutzen: Das Abendessen ist fertig und das Besteck gleich mitgepflegt. Von der Küche geht's weiter zum Schuhschrank. Wer kennt es nicht? Muffige Schuhe nach einem langen Tag. Oma hat dafür frische Salbeiblätter genommen, sie in die Schuhe gelegt und über Nacht wirken lassen. Das wirkt antibakteriell und neutralisiert Gerüche. Auch getrocknete Blätter oder ein kleines Stoffsäckchen mit Salbei helfen wunderbar. Schon mal ausprobiert? Vielleicht wäre das eine kleine Alternative zu modernen Sprays voller Chemie. Ein weiteres Problem, das viele kennen: gelbliche Deo-Flecken. Oma wusste auch hier einen Trick: Die betroffene Stelle vor dem Waschen einfach in Essigwasser einweichen. Nach ein paar Stunden lassen sich die Flecken oft viel leichter herauswaschen. Ein simpler Schritt und das Lieblingsshirt sieht gleich viel besser aus. Erinnerst du dich an den Winterduft von früher? Auf der Heizung lagen Orangenschalen, manchmal gespickt mit Nelken. Die Wärme hat den Duft im ganzen Raum verteilt. Frisch, natürlich, gemütlich. Statt Duftsprays einfach Orangenschalen trocknen, auf die Heizung legen oder in kleine Schalen stellen. Ein warmes, natürliches Raumklima und du nutzt etwas, das sonst im Müll landen würde. Aber Kartoffeln können noch mehr als kochen und Silber reinigen. Eine aufgeschnittene Kartoffel auf ein rostiges Messer gerieben und die Oxalsäure im Inneren löst den Rost. Danach einfach abspülen und abtrocknen. Schon sieht das Messer wieder brauchbar aus. Klein, simpel, wirkungsvoll. Jetzt ein Trick, der auch heute noch viel genutzt wird. Verstopfte Abflüsse lassen sich mit einer Mischung aus Natron und Essig befreien. Erst das Pulver hinein, dann Essig dazu. Es schäumt und löst Fett und Essensreste. Danach heißes Wasser nachgießen. Ein kleines Experiment, das fast so aussieht wie Chemieunterricht,
aber ganz ohne scharfe Rohrreiniger. Gehen wir weiter in Omas Wäscheschrank. Zwischen den Stapeln lagen oft kleine Säckchen mit getrocknetem Lavendel. Sie duften nicht nur herrlich, sondern halten auch Motten fern. Das kannst du leicht selbst machen. Ein Stoffsäckchen nähen oder kaufen, Lavendelblüten hineinfüllen, fertig. So riecht deine Wäsche frisch und ist gleichzeitig geschützt. Auch Zeitungspapier war ein kleiner Alltagshelfer. Zerknüllt in den Kühlschrank gelegt, saugt es schlechte Gerüche auf wie ein Schwamm. Dieser Trick funktioniert auch im Schuhschrank oder in Schubladen. Einfache Mittel, große Wirkung. Und was passiert mit den Eierschalen? Statt sie wegzuwerfen, hat man sie getrocknet, zerkleinert und in die Erde gemischt. Sie liefern Calcium und machen die Pflanzen stärker. Tipp: besonders gut geeignet für Tomaten, Paprika und Zimmerpflanzen. Zum Schluss noch die Zitrone. Ein uraltes Mittel, um weiße Wäsche aufzuhellen. Einfach ein paar Scheiben oder Saft ins Wasser geben und Textilien darin einweichen. Besonders Gardinen oder Küchentücher bekommen so neuen Glanz. Natürlich frisch und ohne aggressive Chemie. Und so haben wir heute eine kleine Schatzkiste voller vergessener Tricks geöffnet. Essig beim Bügeln, Lorbeer im Mehl, Kartoffeln für Silber und Rost, Orangenschalen für Raumduft, Lavendel gegen Motten, Eierschalen für Pflanzen und viele mehr. Alles Dinge, die zeigen, mit ein bisschen Natur, Kreativität und altem Wissen können wir unseren Alltag leichter und nachhaltiger gestalten. Jetzt interessiert mich, welchen dieser Tricks kanntest du schon und welchen wirst du ausprobieren? Schreib mir unbedingt in die Kommentare. Vielleicht hat deine Oma oder Mutter noch weitere Tipps, die wir sammeln können. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Abonniere meinen Kanal für mehr solcher praktischen Tipps und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, eure Naturwissen Heilkraft.